Hallo, hier ist die Kitty. Und heute ist auf jeden Fall ein... Was? Nein. Hallo, hier... Jetzt habe ich das Ho vergessen. Ho, 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 hier ist die Kitty. Wir haben heute immer noch Dezember, genau wie gestern, genau wie morgen. Langsam kommt Weihnachten näher. Und als Abwechslung zu den Minispielen habe ich heute auch mal kein Gedicht, sondern eine Geschichte ausgepackt. Beziehungsweise ist es keine Geschichte, denn es ist wahr. Es ist mehr ein Augenzeugenbericht. Und ich werde ihn einfach mal vorlesen. Es geht darum, dass überall Weihnachtswahnsinn herrscht und der Einzelhandel immer früher damit anfängt, Weihnachten vorzubereiten. Und ich habe ja mal ein bisschen auch was, ich habe auch was im Internet gefunden, das lese ich jetzt einfach mal vor. Montag, der 11. Oktober. Schönster Altwettersommer. Noch einmal Menschen in T-Shirt und Sandalen in den Straßencafés und Biergärten. Bisher keine besonderen Vorkommnisse in der Schlossstraße. Dann plötzlich um 10:47 Uhr kommt der Befehl vom Aldi-Geschäftsführer Erich B. 5 Paletten Lebkuchen und Spekulatius in den Eingangsbereich. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst reagiert Minimal-Geschäftsführer Martin O. eher halbherzig mit einem erweiterten Kerzensortiment und Marzipankartoffeln an der Kasse. 15:07 Uhr. Edeka-Marktleiter Wilhelm T. hat die Mittagspause genutzt und operiert mit Lametta und Tannengrün in der Wurstauslage. 16:02 Uhr. Die Filialen von Penny und Reichelt bekommen Kenntnis von der Offensive, können aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht gegenhalten und fordern eine Weihnachtsstillstandsabkommen bis zum 20. Oktober. Die Gespräche bleiben ohne Ergebnis. Dienstag, der 12. Oktober. 7:30 Uhr. Im Eingangsbereich von Karstadt bezieht überraschend ein Esel mit Rentierschlittenstellung, während 2 Weihnachtsmänner vom studentischen Nikolausdienst vorbeihastende Schulkinder zu ihren Weihnachtswünschen verhören. Zeitgleich erstrahlt die Kaufhausfassade im gleißenden Schein von 260.000 Elektrokerzen. Die geschockte Konkurrenz kann zunächst nur ohnmächtig zuschauen. Immerhin haben jetzt auch Wertheim, Bolle und Minimal den Ernst der Lage erkannt. Mittwoch, der 13. Oktober. 9 Uhr. Edeka setzt Krippenfiguren ins Gemüse. 9:12 Uhr. Minimal kontert mit massivem Einsatz von Rauschgoldengeln im Tiefkühlregal. 10:05 Uhr. Bei Reichelt verirren sich Dutzende Kunden in einem Wald von Weihnachtsbäumen. 12 Uhr. Neue Dienstanweisung bei Bolle. An der Käsetheke wird mit sofortiger Wirkung ein frohes Fest gewünscht. Donnerstag, der 14. Oktober. 7 Uhr. Karstadt schaufelt Kunstschnee in die Schaufenster. 8 Uhr. In einer eilig einberufenen Krisenversammlung forderte der aufgebrachte Penny-Geschäftsführer von seinen Mitarbeitern lautstark Weihnachten bis zum Äußersten und verfügt den pausenlosen Einsatz der von der Konkurrenz gefürchteten CD Weihnachten mit Mireille Mathieu. Das habe ich auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Über Deckenlautsprecher. Der Nachmittag bleibt ansonsten ruhig. Freitag, der 15. Oktober. 8 Uhr. Anwohner der Schlossstraße versuchen mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung, die nun von Wertheim angedrohte Musikoffensive Heiligabend mit den Flippers zu stoppen. 9:15 Uhr. Ein Aldi-Sattelschlepper mit Pfeffernüssen rammt den Posaunenchor Adventia, der gerade vor Karstadt zum großen Weihnachtsoratorium ansetzen wollte. 9:30 Uhr. Aldi dementiert. Es habe sich bei der Ladung nicht um Pfeffernüsse, sondern um Christbaumkugeln gehandelt. Auf jeden Fall entscheidend. 18 Uhr. In der Stadt kommt es kurzfristig zu ersten Engpässen in der Stromversorgung, als der von Tengelmann beauftragte Rentner mit seinen Flakscheinwerfer Marke Vater Volkssturm den Stern von Bethlehem an den Himmel zeichnet. Sonnabend, 16. Oktober. Die Fronten verhärten sich, die Strategien werden zunehmend aggressiver. Auf einem Polizeirevier meldet sich die Diabetikerin Anna K. und gibt zu Protokoll, sie sei soeben auf dem Bolle-Parkplatz zum Verzehr von Glühwein und Christstollen gezwungen worden. Die Beamten sind ratlos. 12 Uhr. Seit gut einer halben Stunde beschießen Karstadt, Edeka und Minimal die Einkaufszone mit Schneekanonen. Das Ordnungsamt mahnt die Räum- und Streupflicht an. Umsonst. 14:30 Uhr. Teile des Stadtbezirks sind unpassierbar. Eine Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes beginnt mit der Bergung von Eingeschlossenen. Menschen wie du und ich, die nur mal in einer der schönen Herbstsonne bummeln wollte. Wie Sie sehen, bin ich immer... das ist was anderes. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nein, also wie man sieht, es geht immer früher los.
Und ich finde es auch immer richtig schlimm, wenn der Sommer so vorbei ist. Es ist langsam nicht mehr so heiß. Man geht in den Aldi. Und was sieht man? Lebkuchen, Marzipankartoffeln und all sowas. Ich finde es immer... Ich meine, ich kaufe... Gut, ich gehöre zu denen, die sich eine Packung Lebkuchen kauft. Und es reicht dann auch bis Dezember. Aber wer kauft sich denn da wirklich dauernd schon Lebkuchen und sonstiges Zeug? Ich habe da gar keinen Appetit drauf. Außer würde mich mal interessieren. Ist hier unter den Zuschauern jemand dabei, der sich schon ab Oktober, also nicht eine Packung oder 2 Packungen, sondern wirklich öfters mal Lebkuchen oder Weihnachtssüßigkeiten gönnt? Ich warte auf eure Antwort. Schreibt's in die Kommentare. Würde ich sagen, tue ich's aber nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe keine zu große Diskussion gestartet. Und jetzt würde ich sagen, ist die Zeit für Lebkuchen. Also lasst es euch schmecken, haut rein. Und wenn ihr keine habt, geht zu Aldi und kauft euch welche. Andere Dinge sind natürlich auch okay. Lasst es euch schmecken und bis morgen. Wünscht die Kette.